Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder eine kleine Nähidee für euch, und zwar sind es so kleine Beutel, die man als kleine Tasche an die Gürtelschlaufen einfach dran klippen kann, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Tasche, die ihr jeweils an den Gurtschlaufen von eurer Jeans befestigen könnt und die dann quasi, da braucht ihr dann nicht ein Gurtband, um die herumzutragen, sondern die hält dann hier an den Gurtschlaufen. Und es ist auch dadurch, dass wir hier Ösen eingeschlagen haben, schon sehr stabil. Und eben geschlossen mit einem Druckknopf. Plus ich habe hier unten, ich habe den Stoff aufgeteilt, so dass wir hier unten schön mit dem Kunstleder einen Akzent setzen können. Das ist die, die wir heute machen werden, aber ich zeige euch noch kurz zwei andere Varianten. Die eine ist die hier, da habe ich mit einem rosaroten Kunstleder gearbeitet und diesem Blütenstoff und dann innen drin mit einem Altrosa. Und dann habe ich noch eine gemacht, die ein bisschen länger ist. Das sind 3 cm länger. Von dem her könnt ihr in der Länge auch anpassen. Was wichtig ist, ist halt einfach, dass es oben stimmt auf eure Jeans. In der Regel sind es 18 cm zwischen den Gurtschlaufen, dass das da dann halt auch passt. Aber eben in der Länge könnt ihr variieren. Hier mit diesem Ankermuster und dann unten auch mit diesem dunklen Bildleder, oder Kunstleder, was ich auch hier verwende. Und wie wir diese Tasche machen, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Täschchen alles braucht, ist Folgendes. Einmal ein Stück Stoff für die Innenseite. Da habe ich 18 cm in der Breite und in der Länge sind es 42 cm. Dann habe ich das dreigeteilt. Ihr könntet auch einfach ein Stück Stoff nehmen, was gleich lang ist wie der Innenstoff. Aber ich finde das jeweils eigentlich noch schön, wenn man hier so eine Unterteilung hat mit einem Kunstleder. Und wenn ihr das auch so machen wollt, dann habe ich hier 3 Teile. Einerseits hier sind es sind alle 20 cm breit. Das ist 14 cm hoch, das ist 12 cm hoch und das hier ist 22 cm hoch. Und dann brauchen wir, um die beiden Stoffe hier zu verstärken, noch Flieseline. Und da habe ich hier unten 12 cm mal 18 cm und hier oben 20 cm mal 18 cm. Ihr könnt es in der Länge natürlich auch noch anpassen. Also von der Breite her habe ich einfach geguckt, dass ich 2 Gurtschnallen von den Jeans erwische. Das heißt, die Distanz hier sind 18 cm und so funktioniert das eigentlich wunderbar. Aber ihr könnt natürlich in der Länge, könnt ihr da variieren. Das sind jetzt hier auch 18 cm und hier habe ich noch eins gemacht, was dann 20 cm ist. Also wie auch immer ihr das gerne haben wollt. Das hier ist dieselbe Größe wie das, also wir werden hier eins machen, was 18 cm auf 18 cm ist. Und wenn euch das auch interessiert, diese Lasche hier, die ist 7 cm hoch. Dann brauchen wir natürlich einen Faden. Geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Zum Festklippen brauche ich einerseits Nadeln und die Wonderclips. Dann brauchen wir ein China-Stäbchen, um die Ecken rauszudrücken. Stoffschere ist immer gut. Und dann machen wir einerseits hier einen Druckknopf drauf, plus hier innen drin, damit wir diese quasi Aufhängung anbringen können, brauchen wir Ösen und diese beiden Schnappverschlüsse. Für die Druckknöpfe und die Ösen habe ich die Primzange und da habe ich von den Ösen her diese 8 mm
Ösen, hier in diesem eher dunkleren Ton. Und dazu passen natürlich dann auch den Druckknopf. Da habe ich die 15 mm Druckknöpfe. Und dann hier eben noch solche Haken, die man mit diesem Hebel öffnen und schließen kann. Und den Ring auch schon dran, um das dann hier in die Ösen rein zu machen. Natürlich brauchen wir auch die Nähmaschine und ein Bügeleisen, aber das war's dann eigentlich auch schon für dieses Teil. Jetzt, was ich als allererstes mache, ist die Flieseline auf den Stoff aufzubringen, hier einfach mittig drauf bringen und da natürlich darauf achten, dass ihr diese glänzige Seite, da wo der Klebestoff ist, dass der auf dem Stoff liegt und dasselbe auch für dieses Teil hier. Das mache ich jetzt kurz und bin gleich wieder zurück. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier die Stoffe an das Leder oder an das Kunstleder annähen. Und zwar kommt hier rechts auf rechts. Das könnt ihr so anklippen mit den Wonderclips und dann näht ihr hier einmal mit 1 cm Nahtzugabe runter, am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen. Und wenn das dran ist, macht ihr dasselbe natürlich auch mit dem Stoff. Das heißt, auch dieses Stück bringt ihr hier an, genau gleich wie das andere. Und wenn das dann alles dran ist, dann sollte das Ganze eigentlich gleich groß sein wie euer Stoff vom Innenfutter. Be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann sollte das so aussehen und was ich jeweils mache, das heißt ich klappe hier die beiden Elemente in Richtung Stoffseite und dann nähe ich hier entlang knappkantig einmal runter, auch am Anfang und am Ende verriegeln, nicht vergessen. Ich mache das wirklich, ich orientiere den Fuß hier an dieser Kante und mache die Nadel nach rechts und so kriege ich das wunderbar knappkantig hin. Und dasselbe dann auch auf der Seite. Das machen wir noch kurz, damit das dann auch ein bisschen schöner liegt noch. Another time, another place, I just know it could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann sollte das Ganze so aussehen, dass ihr hier schön 2 Nähte habt. Und nur eine kleine Bemerkung, ich hoffe, das funktioniert einigermaßen mit dem Bild, weil meine Kamera hat vorhin gerade bei der Nähmaschine den Geist aufgegeben und ich muss jetzt mit der Handykamera weitermachen. Ich hoffe, das funktioniert, aber ansonsten hoffe ich, ihr verzeiht mir das. So, weiter im Text. Wir legen den Stoff so hin und dann nehmt ihr euren Futterstoff auf der Seite, also so, dass einfach rechts auf rechts liegt. Und das sollte jetzt eigentlich passen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr das jeweils auch so machen, dass ihr zuerst dieses Element näht und dann das einfach als Schablone verwendet, um den Innenstoff zu schneiden. Auch das geht. Was wir jetzt machen, ist das Ganze hier auf der Seite, auf dieser kurzen Seite festzunähen. Und zwar mit, ich muss es anders zeigen, ne? Da macht es auch mehr Sinn. Das heißt, ich klippe mir das hier kurz fest. Und jetzt näht ihr hier oben
Einmal mit 1 cm Nahtzugabe runter, am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen. Und was ihr dann auch gleich machen könnt, wenn ihr damit fertig seid, hier die Nahtzugabe schön aufbügeln und dann auch noch einmal schön knappkantig das abnähen, damit hier die beiden Teile schön aufeinander liegen. Da eben knappkantig, das heißt, ich orientiere die Nähmaschine an der Kante und richte das Füßchen nach rechts aus und so kann ich das wunderbar nähen. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier eine schöne Kante haben. Und was wir jetzt machen bei der Aufbau ist ja folgender. Der Aufbau ist, dass hier das Kunstleder auf beiden Seiten aufeinander liegt, damit wir hier einen schönen Übergang haben und dann kommt es hier oben runter. Das heißt, also ich gucke, dass der Stoff hier wirklich schön aufeinander liegt. Dann klappe ich das hoch und hebe hier dieses Innenfutter zusammen mit dem Vorderteil an und klappe quasi den hinteren Teil nach vorne. Also wir haben hier, diese Lasche ist jetzt quasi im Sandwich drin. Und was ich jetzt drauf achte, ist, dass die beiden Teile hier wirklich schön aufeinander liegen. Also eben das Leder und der Stoff, dass die hier schön abschließen. Und zwar auf beiden Seiten und dann könnt ihr das mit einer Nadel schön feststecken. Das heißt, hier müssen jetzt ein paar Sachen aufeinander passen. Einerseits eben hier diese beiden Kunstlederstücke. Dann müsste natürlich unten der Innenstoff gleich weit nach unten gehen wie der Innenteil von diesem Leder. Und dasselbe auch hier oben. Dass das wirklich schön aufeinander liegt und so klebt ihr euch das kurz fest. Wir werden dann auch noch eine Wendeöffnung machen und zwar hier oben von circa, ich würde sagen 9 cm sollten hier reichen. Das heißt, ich markiere mir einfach kurz die 9 cm. Und dann checke ich das Ganze kurz fest. Was wir jetzt nähen werden, ist folgendes. Wir fangen hier an, verriegeln und dann gehen wir hier quasi mit 1 cm Nahtzugabe. Ihr könnt euch da auch so ein bisschen am Vlies ausrichten, das sollte ja 1 cm sein. Darüber in der Ecke kehren und hier runter nähen bis ganz unten, hier unten verriegeln. Und dann könnt ihr hier anfangen, auch mit 1 cm Nahtzugabe verriegeln. Dann näht ihr das hier komplett hoch, bis ihr hier auch wieder bei der Wendeöffnung seid und auch da wieder verriegeln. Was ich jeweils mache, ist hier bei dieser Kante plus auch da, wo die Lasche quasi liegt, da gehe ich einmal vor und zurück jeweils, um das noch so ein bisschen zu verstärken. Und genau das mache ich jetzt.
wrapped around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das so aussehen. Bei mir ist es jetzt unten nicht ganz so gerade geworden, aber naja, Hobbybastler, ne? Was ich jeweils auch mache, ist oben diese Kante kurz umzubügeln, damit das geht euch dann, wenn ihr das Ganze gewendet habt, auch so ein bisschen besser, um die Kanten hier schön aufeinander zu legen. Und jetzt könnt ihr alle 4 Ecken zurückschneiden, einfach knapp an die Naht ran, nicht in die Naht hineinschneiden. Und was ihr auch noch machen könnt, ist die Nahtzugabe zurückschneiden auf ca. 3 mm bis auf hier oben, da wo ihr angefangen habt mit der Wendeöffnung und auf beiden Seiten, da geht ihr quasi so trichtermäßig hoch, also da diesen Teil hier nicht abschneiden. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your color. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt das Ganze durch diese Wendeöffnung durchwenden. Ich weiß, ne, bei mir, das hier ist der Außenstoff und deshalb drehe ich das jeweils nach unten und greife hier so rein, dass die Lasche hier drinnen nach oben liegt, dass hier wirklich nur noch mein Außenstoff ist. Da gehe ich mit Daumen und Zeigefinger rein und hole mir diese obere Ecke. Dann kann ich die so durchziehen. Und dann kommt eben das China-Stäbchen zum Einsatz, wo ihr die Ecken rausdrücken könnt mit. Und was wir jetzt machen, ist hier oben die Wendeöffnung, die Lagen hier schön aufeinander legen und kurz festmachen. Und ich mache das beim Deckel jeweils von der Außenseite und ihr seht auch gleich warum. Dann schiebe ich hier wirklich die Kante schön raus und mache die auch kurz ein bisschen fest. Was ich jetzt nähen werde, sind 2 Sachen. Einerseits, und ich nähe das extra separat, weil das liegt ja nachher so drauf und ich finde es immer, die Obernaht sieht immer schöner aus als die Unternaht und deshalb werde ich hier von oben nähen. Ich gehe von dieser Ecke hier, da wo die Lasche innen drin anfängt, gehe ich runter, dann hier rüber und hier auch wieder bis da, wo die andere Innentasche anfängt oder der andere Teil der Innentasche anfängt. Und so habe ich den oberen Teil dann abgesteppt und dann mache ich so, dass ich sehe ja dann, hier innen drin hat es ja dann eine Naht. Das heißt, ich fahre dann hier einfach weiter, gehe hier runter, bis ich hier auf diese Naht stoße und höre hier auf. Und dasselbe mache ich auf der Seite, wo ich hier dann anfange und hochnähe, damit sich das hier auch wieder trifft. Und so habt ihr eine schöne Kante. Ja, ihr seht es von außen, sieht es hier wunderbar aus und hier
Man sieht es auch fast gar nicht, dass ein Übergang ist, aber naja, ich finde halt, es sieht schöner aus, wenn es von der Seite genäht ist. Ihr seht es von der Stichweite her oder von der Breite. Ich mache das jeweils so auch, dass ich das knappkantig annähe. Das heißt, ich richte den Nähfuß hier an der Kante aus, mache die Nadel nach rechts und nähe das so ab. Und dann kann ich auch gleich noch kurz hier das wieder so ein bisschen bügeln, damit es nach dem Wenden auch wieder ein bisschen schöner aussieht. There's something different about the way we are. There's something different about us. Pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like that. Hier noch 2 Tipps. Guckt wirklich, dass ihr die Fäden lange genug lasst, oder ich mache es zumindest mal so, weil bei solchen Nähten, wenn das wirklich so gut sichtbar ist, mache ich so, dass ich die von Hand versäubere und nicht hier mit Verriegeln arbeite. Das ist das eine. Und wenn ihr an Stellen kommt, jetzt hier gerade, das war schon extrem viel Stoff und da habe ich effektiv mit dem Handrad gearbeitet, weil ja, ist mir immer lieber, kurz ein bisschen mit dem Rad zu arbeiten, als wenn mir dann die Nadel wegspringt. Aber ihr seht schon mal das Prinzip, ne, wie das aussehen wird. Und ich mache jetzt kurz noch diese Fäden hier vernähe ich noch kurz sauber und bin dann gleich wieder zurück. Wenn ihr das Ganze vernäht habt, dann können wir uns noch um die Druckknöpfe kümmern. Was ich jeweils mache, wenn ich zum ersten Mal eine bestimmte Art von Druckknopf kaufe, kaufe ich mir immer die große Packung, wo die Aufsätze für die Primzange dabei sind. Und ich mache die immer so in einen kleinen Umschlag oder in eine kleine Plastiktüte rein und lege da auch quasi die Anleitung rein, damit ich sehe, welches Element ich für was verwenden muss. Und dann, wenn die mal aufgebraucht sind, dann kaufe ich eben eine Nachfüllpackung und kann so wunderbar die jetzt einfach wieder hier reinfüllen. Und habe immer alles schön beisammen. Hier nur so ein kleiner Tipp. Als allererstes müssen wir aber jetzt zuerst die Löcher machen. Und da rate ich euch an, was reinzulegen, damit ihr ein bisschen seht, wo diese Lasche am besten zu liegen kommen soll. Zuerst kümmere ich mich um den ich hier oben brauche. Und da messe ich quasi ab, wie breit das Ganze ist. Das müsste ja jetzt 18 cm sein, das heißt die Mitte liegt bei 9 cm. Und was ich mir auch angucke, wie groß dieser Knopf ist, damit ich sehe, wie viel Abstand vom Rand ich haben soll. Das heißt, hier gucken, wo sind die 9 cm, das ist hier. Und dann den Knopf so hinlegen, wie es euch am besten gefällt. Und wenn ihr da einmal fest drauf drückt, dann hinterlässt das Ganze eine Markierung im Stoff und die könnt ihr verwenden, um das Loch entsprechend zu stanzen. Das ist die eine Seite. Und dann lege ich eben etwas rein und ziehe dann die Lasche so runter und
gucke, dass sie auf beiden Seiten gleichmäßig liegt, dass das Ganze auch gerade liegt. Und dann mache ich mir hier innen drin eine Markierung, damit ich weiß, hier muss der andere Teil des Druckknopfes drauf. Und dann kann ich hier auch noch ein Loch machen. Et voilà. Dann muss ich die Elemente austauschen. Und zwar braucht ihr Folgendes. Für diesen Teil des Druckknopfes braucht ihr dieses spitze Element. Für den Deckel des Druckknopfes braucht ihr dieses Plastikelement. Für den Stift, da braucht ihr das mit dem Plastik ringsherum. Und für diesen Noppen hier, braucht ihr das, was so eine Aushöhlung drin hat. Die beiden gehören zusammen, die beiden gehören zusammen. Das heißt, ich nehme den oberen Teil des Druckknopfes hier und lege dieses Element so drauf. Dann gehe ich mit dem Plastikteil hier oben schön drauf und mit dem anderen Element einfach so, dass das hier schön in die Mitte reingeht und dann zudrücken. Dann sitzt der schon fest. Dann kommen die anderen beiden Elemente drauf. Hier kommt der Stift von innen hoch. Und der Noppen oben drauf. Und dann eben das mit dem Plastikring kommt innen drauf. Und das andere Element hier drauf. Und so habt ihr auch dieses Element angebracht. Voilà. Und ihr seht es nicht komplett unten an der Kante, sondern einfach so ein bisschen Raum lassen. So, das war das. Für die Ösen, da habt ihr 3 Elemente. 2 Metallige, ein Plastikteil. Und da sind diese beiden einerseits, um das Loch in den Stoff reinzumachen, damit es genug groß ist für die Ösen. Und dann nehmt ihr dieses Teil raus, das bleibt auf der Zange und dann kommt das Plastikteil hier drauf. Und zwar ist das Plastikteil hier für da, wo diese Tunnel hochgucken und das Element kommt da, wo diese Ringe sind. Jetzt eben, wie gesagt, zuerst das Loch machen. Jetzt seht ihr, dass hier innen drin diese Ausbuchtung ist, so groß wird das Loch. Und da habe ich einen schönen Abstand zu diesem Loch hinzu und so orientiere ich mich jeweils, wenn ich das Loch mache. Das heißt, ich gucke einfach, dass dieser Metallring hier an diese Kante anschließt und an diese Kante anschließt und dann habe ich das schön ausgerichtet. Et voilà. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Und jetzt, wie gesagt, das Runde bleibt drauf, das Metallige kommt weg und dafür kommt das Plastikteil drauf. Und dann macht ihr das so, also je nachdem, wo ihr das lieber haben wollt. Ich mache dasjenige, stoße ich von hinten durch. Könnt ihr den Stoff so ein bisschen runterstoßen. Und diese Ringe, die haben 2 Seiten. Eine hat hier so eine Ausbuchtung drin und die andere nicht. Und die müssen so drauf, dass ihr die Ausbuchtung nicht seht.
einfach hier ringsherum legen. Und dann kommt die Zange so, dass das Plastikteil eben auf dem Tunnel liegt und das andere Teil oben drauf. Damit Schmackes zudrücken und dann habt ihr wunderbar hier die Öse schon angebracht. Und jetzt können wir als letztes diese beiden Elemente hier noch reinfriemeln. Ich habe ein bisschen kleine Ringe, wenn euch das ein bisschen zu großes Gefriemel ist oder ihr auch gerne größere von diesen Haken habt, da eben nehmt das, was euch am besten gefällt. Ich arbeite da mit diesen kleinen. Et voilà. Und wenn das fertig ist, dann habt ihr wunderbar die Tasche, die ihr an eben euren Gurtschlaufen befestigen könnt. Und da habt doch schon einiges Platz drin und es ist auch schön stabil durch diese Doppellage an Stoff. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch mal nachzunähen. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!